Merci. Dankeschön. Tag 6 wird aller Voraussicht nach ein sehr anstrengender Tag werden. Wahrscheinlich der anstrengendste. Und das, obwohl der gestrige schon anstrengend war. Also wir sind alle schon etwas erschöpft. Ich bin auch ziemlich zerstochen und gebissen. So Fliegen, die beißen. Es gibt dann so schöne Blutflecken unter der Haut. Das juckt auch ordentlich. Ja, und heute beginnen wir erstmal schön mit einer Umtragung. Locker in den Tag starten, wie man das üblicherweise so macht. Direkt in die Hölle. Ja, und dann werden wahrscheinlich danach noch ein paar Umtragungen kommen. Und wenn wir mit den Umtragungen dann fertig sind, dann dürfen wir noch mal ein bisschen umtragen. Und zum Abschluss dann nochmal eine Umtragung. Genau. Und wenn wir das alles erledigt haben und dann noch Zeit und Kraft übrig ist, dann dürfen wir wahrscheinlich noch ein bisschen paddeln. Wir wollen ja eigentlich heute aus diesem Camp hier rauskommen, dass wir wieder angeln dürfen. Es ist wunderschön hier. Also ich verfluche die Campinhaber, dass ich hier nicht angeln darf, sagen wir es mal so. Hier sprangen so viele Fische aus dem Wasser und die Stromschnellen hier ist natürlich alles prädestiniert. Aber wir wollen auf jeden Fall angeln. Wir müssen auch angeln fürs Essen. Deswegen wollen wir heute auf jeden Fall das hier rausschaffen. Ja, mal gucken. Also das Ding hier müssen wir auf jeden Fall umtragen. Vielleicht kann man das eine oder andere auch noch fahren. Vielleicht können zumindest Christine und ich das eine oder andere auch noch fahren. Philipp seinem Lieblingssport nachgehen, der Umtragung. Ganz genau. Sieht aber echt aus wie ein Vulkan da oben. Also ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das ein Vulkan. Das wird richtig gut ins Bild passen. Das ist auf jeden Fall schon ein schön steiler Berg, ja. Hier stand das Tarp. Da stand Philipps Zelt. Da hinten 2 Hügel weiter stand unser Zelt. Ist also quasi alles abgebaut. Ja, und jetzt dürfen wir die Boote und das Gepäck sehr weit in diese Richtung tragen. Erstmal an den Stromschnellen vorbei, die wir schon gesehen haben. Und ja, wie gesagt, auf der Drohne, was ich da gesehen habe, könnte auch gut sein, dass wir auch durchaus noch ein bisschen mehr umtragen müssen als nur das. Das Stück da haben wir jetzt umtragen. Beziehungsweise sind wir gerade noch dran. Und wenn ich schon hier unten bin, gucke ich mir mal direkt an, wie es da weitergeht. Ob man da weiterfahren kann oder ob wir hier jetzt noch weiter umtragen müssten. Da hinten sieht man, wo Philipp stehen. Hier schon eine ordentliche Stufe drin mit Felsen. Da geht es flott weiter. Ganz schön wild. Sehr lang gestreckt und dahinter geht es, glaube ich, auch wieder steil runter. Das würde ich auf jeden Fall nicht fahren. Runter ist einfach. Hoch ist scheiße.
Zum Fahren ist es nicht wirklich was. Also das hier könnte man natürlich fahren. Hier sind die vielen Wasserfälle, die ihr gestern schon gesehen habt. Und da ganz hinten kommen wir her. Man muss hier direkt wieder raus. Also hier ins Wasser ist zu gefährlich, weil danach kommt wieder eine Stelle, die man nicht fahren kann. Aber trotzdem nutze ich das Wasser, um ein bisschen weniger tragen zu müssen. Und treidel das Boot jetzt hier dicht am Ufer. Nicht fahrbar. Ich glaube, das ist nicht fahrbar. Den spitzen Felsen da drin. Alter Schwede. Wow. Echt krass. Da geht's nochmal weiter. Dann kommt eine ganz kleine, kurze, ruhige Kurve. Und dahinter sieht es so aus, als würde es schon wieder weitergehen. Und dahinter kommt dann hoffentlich endlich der See. Ich kann euch sagen, wir sind fix und fertig, Leute. Echt hart. Da kommt das Wasser rumgeschossen. Alter. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Da oben ist so ein grüner Fleck. Da ist gerade der Philipp mit seinem Boot und rastet. Der schleppt gerade seinen Rucksack und sein Boot immer so in Etappen abwechselnd. Wir haben jetzt natürlich erstmal nur unsere Taschen hier runtergebracht, wie ihr gesehen habt, und dürfen jetzt gleich den ganzen Weg wieder hoch und das Boot holen. Wir haben uns gerade da hinten unter der Brücke das mal angeschaut. Da geht es richtig runter. Also das ist ein richtiger steiler Wasserfall. Wir nennen ihn auch der Todbringer. Ja, und Marian hat gerade geguckt, wo wir jetzt gleich lang können. Hinter der Brücke. Links geht so eine Mini-Schlucht runter. Das ist genau an die Stelle, wo dieses monströse Wasserfallungeheuer aufhört. Und von da aus kommen nur noch leichte Stromschnellen, die wir bis in den See fahren können. Oh, Philipp erfindet hier ganz neue Modestyles am Berg. Der Mann ohne Hände. nam, nam, nam. Oh, schnell. Draußen. Wir sind draußen. Bis zu dem Becken hier unter dem ersten Wasserfall haben wir was geschafft mit dem Boot. Wir haben uns auch schon Wasser abgekühlt und gewaschen und uns zum Schutz vor diesen kleinen, beißenden Fliegen die Netze übergezogen. Ich sag's euch, keine Ahnung, ob man es auf der Kamera sehen kann. Meine Hände sind schon total geschwollen. Richtig dicke, ja. Wenn die beißen, das blutet. Ist alles Ja. Bisse. Darunter kommen dann so Blutbollen. Und mein ganzer Arm, beide Seiten. Ich habe deswegen, obwohl ich schwitze wie ein Schwein, schon die Neoprenjacke an. Das Netz über dem Kopf. Alter. Ja, auf der Stirn bist du auch schon zerstochen worden. Ja. Aber noch ein kleines Stück Boot, kleines Stück Taschen. Dann haben wir es geschafft, dann geht's ab auf den See. Boah. Überall, da sitzen Sonne im Sonne. Boah. Hunderte waren das.
garstige Dreck. Wenn nicht sogar Tausende, ja. Richtig umflogen worden. Du hast nur noch schwarz um dich rum gesehen, mit den Händen um dich geschlagen. In die Augen, in den Die Mund, Augen, an den einige Mund, in die Nase verschluckt. wollten sie mal Ja. reinfliegen. Ja. Richtig, richtig garstig, ey. Boah. So, jetzt passt auf die Todbringer-Wasserfälle. Wassermassen, der runterkommen. In einer Millisekunde. Es ist irre. Der See, hier steil runter. Da vorne gehen wir gleich ins Wasser. Boah, Oh, schon 5000 Kalorien verbrannt, oder? locker. Alter. Alter, wie viele Stunden wir jetzt hier schon dran sind. Ja, das war die heftigste Umtragung, die wir je gemacht haben. Hoffentlich auch jemals gemacht haben werden. Ja, auf jeden Fall, Alter. Alter. Ich gucke heute Abend mal, wie viele Kilometer das jetzt waren. Ja. Hier sind wir gerade wieder zu Wasser gegangen. Da kommt auch gleich der Philipp. Da ist der Wasserfall. Weiter geht die Fahrt. Kommen noch viele, viele Kilometer paddeln. Wir haben zusammen 170 Gramm Gepäck. Kilogramm. Ja, mein Gott, ich bin im Kopf durch, Leute, sorry. 170 Kilogramm, 170 Gramm wäre geil. Ultralight Extreme. Mit deiner Verteidigung, du bist auch im Gesicht einige Male gebissen worden. Ja, als was- wenn du im Gesicht angeschwollen bist. Genau, also wahrscheinlich hat mein Gehirn schon Schäden genommen durch die ganzen Bisse. Ja, also 170 Kilogramm, die auch einigermaßen gleichmäßig auf uns drei aufgeteilt sind. Das in dem Gelände, das ist schon heavy. Und bei den Booten muss man zum Gewicht auch noch immer die Sperrigkeit mit dazu rechnen. Wir sind echt voll im Eimer und es sind jetzt noch einige Kilometer paddeln, bis wir aus diesem Camp raus sind. Ich rede immer von Camp, aber nur um euch mal zu zeigen, was das bedeutet. Das ist natürlich das Areal des Camps. Ganz, ganz wenige einzelne Hütten. Da drüben links sieht man den Kern des Camps. Da liegen jetzt natürlich auch ein paar Boote. Aber das, was ich meine, ist natürlich das Areal rund um dieses Camp. In dem ist es natürlich nicht erlaubt zu angeln, weil das ist den, wie bereits gesagt, den Campbesuchern vorbehalten. Und nichtsdestotrotz ist, wenn man das da drüben mal ausklammert, hier wirklich pure Wildnis. Überall um uns rum. Wir müssen da vorne in die Richtung. Da haben wir auch was markiert. Und wir hören es auch schon. Scheint gut zu sein, dass wir es markiert haben. Ja, die hört man schon von weitem. Wir sind wieder am Umtragen.
Wasserfall, den wir umtragen müssen, versuche ich gleich mal noch zu filmen. Ich habe die Kamera vergessen, als ich hingegangen bin. Wo müssen wir hin? Ach schon? Und was mache ich mit dem Boot? Hier in dem kleinen Teich gehen wir gleich wieder zu Wasser. Boot ist schon hier, Tuschen holen wir gleich. So ein Zufluss, ein Mini-Zufluss zu dem Wasserfall und dem See dann dahinter. Sieht aus wie eine Stufe, ist aber eine Rutsche, die ist aber ganz flach nur. Also fahren kann man es nicht, aber ziehen kann man es. Und dann kürzen wir rüber ab und da hinten geht es dann halt so weiter. Hier hätte man gedacht, können wir vielleicht ein Stückchen fahren. Da hinten geht der krass tödliche Wasserfall weiter. Und hier vorne kommt auch eine Stufe, die ziemlich hoch ist. Da startet die Umtragung. Hier liegt das Gepäck. Boot ist schon drüben. 300 Meter würde ich schätzen ungefähr. In die Richtung. Haben jetzt nicht auf die Karte geguckt, aber wir blenden es euch ein. Ziemliches Krötenwasser hier. Ja. Jetzt heute Abend noch eine Kröte grillen. Mir wurde Bootfahren versprochen. Kein Wandern. Und diese Fliegen. Ah. Die zerbeißen mir schon wieder das ganze Gesicht. Da geht's gleich weiter. Da fahren wir dann durch. Und das Ding da haben wir umtragen. Macht schon Spaß zu fahren, aber auch nur einmal. Auch nur für einen Moment, glaube ich. Da oben sieht man da so diese Kante, die man von oben schon gesehen hat. Und dahinter sieht es dann aus wie das, was wir gerade runterschieben, nur in groß. Wie so eine Rutsche. Also so ganz eben geht es da runter. Aber mit der Kante da oben, der ist nicht möglich gewesen. Krass. Krass, ja? Hui! Wo müssen wir hin? Jetzt sind wir gerade mal an Land gegangen, weil hier die nächste Markierung kommt. Das ist so eine Stromschnelle, war alles kein Problem. Hier wird es einmal interessant. Hier vorne sieht man so richtig in der Mitte, das ist eine richtige Kehre, also steht das Wasser quasi still. Ansonsten ist die Rutsche hier befahrbar. Das wird nochmal spannend. Also hier an der Stelle muss ich schon wirklich links halten. Rechts da liegt ein Felsen. Da will ich nicht lang. Philipp wartet da wieder an der heftigen Kehre mit Wurfsack und Kamera. Da vorne geht die Sonne unter. Es ist schon extrem spät. Philipp braucht es mit seinem Boot gar nicht probieren. Wir haben gerade zusammen seine Sachen umtragen. Und jetzt werden Christine und ich das fahren. Wünscht uns Glück. Okay, sehr gut. Denk dran, Gas geben, wenn wir drin sind. Ja. Warte.
Alles okay? Alles okay? Darüber. Kommt fast von alleine manchmal raus, aber es ist gefangen in der Weite. Das hängt mit irgendwas, glaube ich. Das ist nicht nur die Kehre, was das so rumdreht. Eine gelbe Leine. Die schwamm gerade raus. Dein Wurfsack vielleicht aufgegangen. Da, okay. Dein Wurf. Ah, es kommt raus. Shit. Angeltasche ist auf. Fuck, dann sind alle Köder weg wahrscheinlich. Sofort gucken, was fehlt. Wie sieht's in der Angeltasche aus? Alle Köderboxen weg. Scheiße. Achso, schade. Sorry. Also, jetzt nochmal der Videobeweis mit richtiger Blickrichtung. Außer einer Angeltasche, die leider aufgegangen ist. Alles am Boot. Deswegen macht man die Sachen ordentlich fest. Wir haben zumindest nichts vom wichtigen Equipment verloren, wenn man mal ausklammert, dass wir angeln müssen, um essen zu können. Und es irgendjemand in die Kommentare schreibt. 2&R gehört auch zum Pannen, und zwar bewusst, dass da ein Risiko besteht. Deswegen haben wir den Philipp auch mit dem Wurfsack dahingestellt. Aber wir haben alles, was wir brauchen, außer halt, dass wir viele Angelköder verloren haben. Finanziell, wir haben viele Angelköder gekauft, dann weiß das viele Angelköder auf die Geld kommen. Schon wieder ein herber Verlust. Wir haben aber noch ein paar Köder übrig. Wir können also noch angeln. Etwas eingeschränkt, aber wir können noch angeln. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch die letzten 2 Kilometer über den See paddeln. Bis da ein gemütliches Camp suchen. Ja, ihr könnt es euch denken, Christine und mir ist Leichtigkeit. Jo. Aber die Angelsteine sind gesichert. Ja, genau. Angeln dürfen, tun wir noch. Mal gucken, ob wir es auch noch können. Ja, das war sie. Fehler ist auch schon analysiert. Wir waren leider zu weit rechts. Wir hätten weiter links gemusst. Das hatten wir uns auch vorher angeguckt, aber wir haben es leider nicht rüber geschafft. So wild wie das Wasser da vorne war, so ruhig ist es jetzt hier. Ich sehe da drüben sogar einen Sandstrand. Wie geil ist das denn? Rechts. Wow, schön, ey. Richtig schön. Wenn wir noch so einen Sandstrand kriegen würden als Lagerplatz. Geil wäre das, ey. Hä, war da was? Biber. Ein Biber im Wasser. The more you love, the more you live.
Der Karte nach endet hier das Angelcamp. Und da vorne kommt wieder ein Fluss. Und an dem Fluss werden wir uns einen Platz suchen. Hier vorne sind jetzt unsere nächsten Markierungen. Das ist der Fluss, der wieder aus dem See rausfließt. So laut wie das ist, wird es auch was Großes sein. Wir werden links an Land gehen und dann da anfangen, auch nach einem Lager zu gucken. Aber auf jeden Fall eins, das uns gut gefällt. Und dann werden wir sicherlich morgen einen Tag hier bleiben. Von dem krassen Tag müssen wir uns auf jeden Fall erholen. Philipp guckt sich mal am Ufer das an. Ich gucke hier auf der Landzunge. Hier wird es vielleicht gehen. Da hinten ist der Rest des Sonnenuntergangs zu sehen. Da steht Philipps Zelt. Da vorne steht das Zelt von Christine und mir. Hier haben wir schon mal, ja, wir haben aus dem gestrigen Fehler gelernt, das Tarp, falls es doch noch regnen möchte. Auch wenn das Wetter gerade schön ist. Und hier sitzen wir zum Kochen. Kann man uns überhaupt sehen, so viele Mücken wie in der Luft sind? Ihr könnt es euch vorstellen, und wahrscheinlich sieht man es auch, es ist extrem spät geworden. 12 Uhr haben wir jetzt. Dafür haben wir tatsächlich unser Ziel erreicht. Wir sind heute durch das Angelcamp durchgekommen. Ja, und jetzt haben wir den Platz hier gefunden, der bis jetzt wunderschön ist. Mit den Zelten war ein bisschen tricky, aber wir haben 2 Stellen gefunden, wo man es gut platzieren kann. Ich habe es eben gezeigt, das Tarp steht auch schon, sicherheitshalber. Und hier drumherum, ja, ich will es nicht verschreien, aber könnte ein Hotspot zum Angeln sein, sodass wir auf jeden Fall happy sind, dass wir angekommen sind. Aber um 12 Uhr, dunkler wird es hier nicht mehr, das ist jetzt hier die Nacht. Könnt ihr euch auch vorstellen, haben wir einen riesigen Hunger. Und für so einen Tag wie heute haben wir uns extra vorsorglich ein bisschen Travel Lunch mitgenommen, weil das einfach in der Zubereitung schnell und einfach ist. Deswegen gibt es heute Travel Lunch, Chili con Carne mit Reis dazu. Sieht schick aus, die Flamme im Dunkeln. Im Dunkeln sieht man es auch mal. Ja. So brutal Hunger. Unfassbar. Wir sind echt allesamt völlig im Eimer. Philipp sitzt hier nicht barfuß, weil es so schön warm ist, sondern weil seine Schuhe nass sind. Die müssen wir dann morgen auf einem Feuer, das wir dann auch morgen auf jeden Fall wieder machen werden, erstmal trocknen. Morgen wird ein Tag gerastet, in Anführungsstrichen. Genau, so 100% rasten ist es nie. Man hat immer was zu tun, ein bisschen anstrengen muss man sich, aber der morgige Tag wird auf jeden Fall entspannter als der heutige. Sturm. Tornado. Ja, leider verschreit's nicht. Morgen richtig schlechtes Wetter. Wasser. Wir haben 1 Uhr. Ihr könnt euch also eigentlich schon zu Tag 7 willkommen heißen.
so kleinlich wollen wir es mal nicht nehmen, noch haben wir nicht geschlafen, also für uns ist noch Tag 6. Aber der endet mit diesem Essen auch. Schlafen. Wir werden morgen lange schlafen, da bin ich mir ganz schön sicher. Tendenziell Langschläfer, aber auf so einem Tag so spät im Bett, wenn wir nicht früh rauskommen. Wir haben noch ein bisschen was zu essen, aber damit endet der Tag dann auch für uns. Für euch endet er jetzt schon. In diesem Sinne. Gute Nacht. Bis morgen. Mahlzeit. Es ist Mittag. Wir haben lange geschlafen. Das war nötig. Ich habe eben schon mal ein bisschen das Angel-Equipment sortiert und geguckt, was übrig geblieben ist. Werde ich euch auch noch zeigen. Gestern war wirklich ein krasser Tag. Riesige Umtragung. Danach waren wir schon gut erschöpft. Dann noch ordentlich weiter gepaddelt. Dann nochmal eine Umtragung. Ja, dann die Kenterung. Der Stress, der dann natürlich damit verbunden ist, der geht auch nochmal in die Energie. Dann sind wir noch bis hierhin gepaddelt. Ja, und jetzt haben wir aber echt einen schönen Platz gefunden, muss man sagen. Also hier ist wirklich schön. Gefällt uns sehr, sehr gut. Und wie gestern schon gesagt, wir werden auf jeden Fall heute hier bleiben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall darüber hinter euch in den Wald ein bisschen Feuerholz besorgen. Angeln werden wir definitiv auch. Nicht ganz so viel wie gestern, aber hier steigen schon auch ziemlich viele Fische und ich denke mal, spätestens heute Abend wird man hier auf jeden Fall auch gut was aus dem Wasser holen können, weil hier sind viele verschiedene Stellen. Keine Strömung, bisschen Strömung, viel Strömung, wo man dann auch wirklich mal ordentlich angeln kann, nach Lehrbuch, einzelnen Stellen abfischt. Ja, das heißt, der heutige Tag wird Lagerleben, so wie es sich gehört. Bei so einer langen Tour muss man auch einfach mal irgendwo an einer Stelle bleiben und ich glaube nach dem Tag gestern Uns ist auf jeden Fall verdient, ne? definitiv, da haben wir mehr geleistet als an 2, 3 anderen Tagen zusammen. Das war schon heftig und das merkt man heute auch. Also jeder Gang da vorne über den Hügel zu den Booten ist schon ein Müßiggang. Angeln wird sicherlich gleich auch anstrengend sein. Feuerholz sammeln ist auch nicht einfach. Wir haben da vorne schon die ersten Nadelbäume mal dazwischen stehen sehen. Erste Nadelbäume bedeutet aber auch, da steht einer und da steht einer, das war's. Also das heißt, hier ist immer noch hauptsächlich Birke, kleine Birken, diese Strauchbirken und alles immer noch sehr nass. Aber immerhin scheint heute die Sonne, das macht schon mal ein bisschen einfacher. Stimmt, das wollte ich schon mal gesagt haben, ganz, ganz wichtig. Ich habe schon mal über Notruf gesprochen. Wir haben jetzt wirklich 7 Tage lang toujours 0,0% Empfang. Wir haben ein Navigationsgerät mit Satellitenkommunikation. Über das kann man halt eben, egal wo man sich auf der Welt befindet, einen Notruf absetzen über Satellit. Das ist auch wichtig. Es kann immer mal irgendwas passieren, egal wie gut ihr seid, egal wie erfahren ihr seid. Man kann, keine Ahnung, irgendwie mal blöd stolpern und sich das Bein brechen. Man kann kentern, irgendjemand kann verletzt werden. Also man sollte immer in der Lage sein, irgendwie Hilfe zu rufen. Und das funktioniert hier mit Handyempfang definitiv nicht. Bis hierhin. Und wir sind auch mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis wir überhaupt Empfang haben. Das werden wir euch natürlich auch sagen. Also sichert euch ab, erzählt jemandem auch, wo ihr seid. Auslandskrankenversicherung kostet kaum was. Irgendwie 10 bis 20 Euro im Jahr.
Und da ist alles mit drin, was man hier draußen braucht, inklusive einer Notrettung. Die sollte man auch absichern, das wird sonst teuer. Es gibt Auslandskrankenversicherungen, die das haben. Das ist auch noch wichtig. Dann kann man nämlich den Notrufknopf auch guten Gewissens drücken und muss nicht erst nochmal aufs Konto gucken, ob man sich das auch leisten kann. Kann ich mir das jetzt leisten zu überleben? Ja. Ich habe euch eine Bestandsaufnahme versprochen, was von unserem Angel-Equipment übrig geblieben ist. Sprechen wir erstmal darüber, was verloren gegangen ist. In der Angeltasche, wo wie gesagt ärgerlicherweise der Reißverschluss aufgegangen ist, waren 2 große Boxen voll mit Ködern, verschiedene Spin-Mats, verschiedenen Größen und Ausführungen. Die sind weg. Ja, einige Gummifische und Jigheads dazu natürlich. Wobbler, verschiedene Art und Weise, ein paar sehr tief laufende Wobbler, dass man auch mal in einem See fischen kann, wo die Fische tief stehen. Ein paar ganz neue Crankbaits, die ich überhaupt noch nie benutzt habe, auch weg. Also finanziell auf jeden Fall ein ordentlicher Verlust, wenn man dann die Drohne noch dazu rechnet sowieso. War auf jeden Fall ein teurer Urlaub, jetzt schon. Genau, noch vergessen, was noch weg ist. Christins Angelzange, unsere beiden Totschläger und das gute neue scharfe Messer. Ist leider auch weg. Aber gut, Messer hat man genug dabei als Outdoor-Mensch. Das ist nicht das Problem. Eine Zange haben wir auch noch, meine, die war in der Weste. Ich habe hier schon mal einen neuen Totschläger geschnitzt. Also das ist nicht das Problem. Wir haben hier noch ein Mäppchen voll mit klassischen alten Spinnern. Damit sollte man auf jeden Fall angeln können. Ein einziger Spin-Mat ist uns erhalten geblieben. Den habe ich faulerweise mit in die Routentasche reingetan, glücklicherweise. Ein paar kleine Spoons. Also damit kann man auf jeden Fall noch Spin fischen. Da sind auch ein paar schwerere Spinner mit dabei, sodass wir beide Spinrouten benutzen können. Und Fliegenfischzubehör. Fliegen. Wer sich jetzt fragt, Fliegenroute? Ich habe den Marian ja noch nie Fliegenfischen gesehen. Stimmt tatsächlich, mich hat noch nie jemand Fliegenfischen gesehen, weil ich noch nie Fliegen gefischt habe. Ich habe es in den letzten Monaten angefangen zu lernen. Erstmal die Theorie, dann Trockenübungen, das Werfen und soweit bin ich dann bis zum Urlaub gekommen. In die Praxis bin ich noch nicht gekommen. Ich hoffe mir damit jetzt noch nicht so viel Erfolg, deswegen werden wir definitiv auch weiter Spinfischen, aber ich werde es mit der Fliege immer wieder mal versuchen. Ich will es ja auch lernen. Und wo könnte man es besser lernen als hier? Das sind ideale Fliegengewässer. Deswegen denke ich mal, wir werden schon noch irgendwie Fisch rauskriegen. Er steht ja schließlich auch fest auf unserem Speiseplan mit einkalkuliert. Deswegen müssen wir uns da auch drum kümmern. Für einen Amateur wie mich ist es gerade ein bisschen zu windig. Ich werde es erstmal mit dem Spinfischen weiter versuchen. Und gegen Abend wird es sicherlich wieder windstiller werden. Dann sind auch mehr Insekten auf dem Wasser. Fügt sich die Fliege besser ein. Fisch, die wahrscheinlich unschwer zu erkennen ist, kleine Forelle. Königer Freund. Kleine Mini-Forelle, die darf natürlich wieder schwimmen. Ja, jetzt um die Zeit. Im starken Sonnenschein scheinen nur die Kleinen aktiv zu sein. Drüben auf der anderen Seite von der Insel hier, auf der wir unser Lager aufgeschlagen haben, da lief auch eine Kleine hinterher, hat mich dann gesehen, ist abgedreht. Eben hatte ich hier schon mal eine Kleine dran, die ich dann verloren habe. Da habe ich leider nicht schnell genug auf Aufnahme gedrückt. Und dann die eine Kleine. Eben habt ihr gesehen. Deswegen wird das jetzt hier auch mein letzter Wurf gewesen sein.
kümmern wir uns erstmal um andere Sachen und dann wird zu späterer Stunde wieder weitergeangelt. Jetzt kümmern wir uns mal ums Thema Bootreparatur. Unser Bootsboden, der verliert recht schnell Luft. Könnte eine Beschädigung sein, aber Fliege, geh weg. Wenn wir Glück haben, ist es nur das Überdruckventil vom Boot. Ich habe das zwar nach der letzten Saison sauber gemacht, mache ich eigentlich jedes Jahr einmal sauber, aber wir sind jetzt schon wieder ganz schön viel gefahren und da kommt schnell Dreck rein. Auf längeren Touren sollte man immer Reparaturmaterial mit dabei haben. Wir haben hier unser Manometer drin, mit dem wir mal den Luftdruck regelmäßig überprüfen. Flicken für beide Boote, Gummotex-Kleber und eben das, was wir jetzt brauchen, den Ventilschlüssel. Aus meiner Sicht größten Vorteil neben dem Packmaß von Luftbooten, den habt ihr gestern gesehen, nämlich dass die quasi unsinkbar sind. Es sind 3 Luftkammern, selbst wenn eine kaputt gehen würde, bleibt das Boot immer noch über Wasser. Und der andere Vorteil aus meiner Sicht gerade so auf Touren, man kann recht viel reparieren und recht viel einfach reparieren. Also auch wenn jetzt im Boden ein kleines Loch drin sein sollte, kann man das auf jeden Fall flicken. Jetzt kann man hier das Ventil sauber machen. Am besten geht es mit klarem Wasser. Wir haben jetzt sicherheitshalber mal gefiltertes Wasser genommen. Da ist auf jeden Fall schon ein bisschen Dreck rausgekommen. Also ganz sauber war es nicht, aber extrem verdreckt erscheint es mir jetzt auch nicht. Das Ganze jetzt am besten noch gut trocknen lassen, bevor man es wieder einbaut. Nachdem das Überdruckventil gereinigt und gründlich getrocknet ist, können wir es wieder einbauen. Dichtring nicht vergessen, das Gegenstück in der Kammer. Wir fahren einmal ans andere Ufer, da gibt es deutlich mehr Bäume und hoffentlich auch Feuerholz. Wie man vielleicht sehen kann, das Ventil hat das Problem mit dem Bootsboden leider nicht gelöst. Das heißt, wenn wir zurück sind, müssen wir gucken, ob irgendwo ein Loch drin ist. Dann müssen wir das nämlich auch noch flicken. Um den Felsen unterhalb zu schützen, auch Steine als Untergrund. Trocken. Ich säge ihn mal hier unten ab. Gucken, ob er da auch noch trocken ist. Ja, nicht mehr perfekt hier, aber das ist alles trocken. Damit können wir arbeiten. In dem Nadelbaum hier drumherum liegt viel trockenes Holz. Das kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Hier ganz viele so kleine, unter großen Bäumen findet man sowas immer gut. Man merkt auf jeden Fall, hier wird die Vegetation deutlich besser. Das reicht schon, steig aus. Die Befürchtung hat sich leider bewahrheitet. Unser Boot hat tatsächlich ein Loch. Ein kleiner Miniaturdurchschlag. Keine 5 mm neben dem Kielstreifen. Schade, schade.
Aber gut, dass es so klein ist und dass man es auch gut gefunden hat. Also die Luft strömt hier wirklich hörbar raus, weil so kleine Sachen kann man ganz gut reparieren. Bisschen blöd ist, dass es direkt neben den Kiesstreifen ist, weil wir natürlich jetzt hier über die Kante kleben müssen. Aber es sollte trotzdem funktionieren. Die Oberflächen, die man miteinander verklebt, die raut man auf. Am Boot haben das die vielen letzten Touren für uns schon erledigt. Das ist schon aufgeraut. Hier überall brauchen wir nichts machen. Die wenigsten werden Schmirgelpapier mit draußen haben, ging uns eben auch so. Ich habe es einfach bei einem Stein gerieben. Und jetzt ist auch der Pad, den wir hier gleich draufkleben werden, von der anderen Seite aufgerieben. Und dann guckt man natürlich gleich, dass das Loch möglichst mittig in dem Pad drin ist. Ja, so ungefähr. Wie gesagt, unsere Herausforderung wird jetzt sein, dass wir das hier entlang des Kielstreifens auch andrücken müssen. Wir werden gleich erstmal beide Flächen, hier und hier, den Kleber auftragen, anhärten lassen. Dann kommt eine zweite Schicht drauf, die nochmal kurz anhärten lassen, kurz bevor sie hart wird quasi, wenn sie noch leicht zäh ist. Muss man die beiden Sachen dann miteinander verdrücken. Hier ist es natürlich so, wenn wir jetzt die Luft drin lassen würden, dann würde die Luft unter das Pad in den Kleber strömen und dann wird die Stelle nicht richtig verklebbar sein. Das heißt, wir müssen gleich die Luft rauslassen. Man muss natürlich von der anderen Seite auch noch gegendrücken, was gerade am Boden, genau in der Mitte des Bootes, am schwierigsten ist. Aber wir haben ja genug Hände hier, das sollte man dann auch hinkriegen. Würde man es zu lange aushärten lassen, könnte man theoretisch zu Hause dann mit einem Föhn den Kleber wieder aufwärmen. Dann könnte man es noch richten. Föhn mit Akku haben wir leider diesmal vergessen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall den richtigen Moment erwischen. Ich finde, das sieht eigentlich gut aus. Gut, dann lass ich jetzt los, ja. Ja, so gut wie es halt geht. Wir lassen es jetzt erstmal aushärten und dann pusten wir es auf und gucken mal. Ja. Fisch. Aufpassen mit der Strömung. Yes. Schöne Bachforelle, aber ein bisschen zu klein, kommt wieder ins Wasser. Ja, schnell weg. Erster Erfolg für die Christine heute. Wir angeln weiter. Okay, jetzt verstehe ich, dass Drills an der Fliegenroute intensiv sind. Das ist ja mal was ganz anderes. Dabei ist es kein großer Fisch. Hey, mein erster Fisch auf eine Fliege. Und direkt gelöst, wunderbar. Ja, das ist das Schöne am Fliegenfischen. Mein erster Fliegenfisch. Kleine schöne Forelle. Zack, weg ist sie. Schön. Cool. Boah, das ist krass. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, da einen großen Fisch dran zu haben. Das war jetzt schon ein krasses Gefühl. Nicht fahrbar. Aber wir werden mal versuchen, jetzt zu angeln.
Unerfolgreich möchte ich den Angeltag nicht nennen, das wäre falsch. Ich habe schließlich ein paar Fische rausgezogen, waren nur zu klein zum Essen. Meinen ersten Fisch an der Fliegenroute gefangen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber kein Fisch zum Essen, macht nichts, wir haben für heute noch ein anderes Essen. Immerhin gibt es heute eine Lagerfeuerküche. Philipp und ich hatten ja vorhin noch Holz geholt da drüben im Wald, sind tatsächlich auch fündig geworden mit trockenem Holz. Philipp hat es, als wir angeln waren, noch gesägt. Christine hatte hier schon mal eine Feuerstelle für uns gebaut. Bisschen Stein unten drin, um den Felsen, auf dem wir hier sind, zu schützen. Und in der machen wir jetzt unser Feuer, um dann da drauf Spaghetti Frittata zu kochen. Mhm. Knoblauch. Machen wir als nächstes noch 6 Eier an. Oder als Eipulver. Muskat. Fast so fein wie geriebener Käse. So, auch der rein. Das war mal eine Probe rein. Die Nudeln sind gut. Gehe ich mal eben abgießen. Gieß aber bitte nur die Nudeln ab. Das Wasser meinst du? Genau, stimmt. Das war gut. Idiot. Guten. Wir werden gleich aufgegessen haben, noch ein bisschen die Wärme genießen. Dann schlafen gehen. Der ganzen Angelei ist der Tag irgendwie ziemlich schnell vergangen und jetzt haben wir auch schon wieder spät. Und ja, wir müssen uns immer noch erholen vom gestrigen Tag. Das merkt man schon. Also haben wir heute alle 3 gemerkt, dass wir ziemlich erschöpft sind. 2 Paddelstöße und ich war schon. War am Ende. Ich war einfach am Ende. Ja, also ich habe es gemerkt beim Feuerholz holen. Hinweg ging noch und als ich dann merkte, jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Ja, war schon anstrengend. Der Rückweg kam mir 10-mal so lang vor, ja. Wie lang sind wir gelaufen? Naja, das kam mir auch ewig vor. Ja, wir sind auf jeden Fall ziemlich platt. In dem Sinne, gutes Nächtle und bis morgen. Gute Nacht. Ja.
gestern bei der ganzen Angelei dann nicht mehr dazu gekommen, noch nachzugucken. Pet sieht aber gut aus. Jetzt pusten wir den Boden mal wieder auf und gucken, ob da noch Luft rauskommt. Ja, kommt noch Luft raus. Moin Moin, an Tag 8. Wir haben eben entschieden, dass wir noch einen weiteren Tag hier bleiben. Wir sind zum einen immer noch sehr erschöpft. Also ein Tag Regeneration hat für unsere Beine anscheinend nicht gereicht. Man merkt es, wenn man schon nur hier den Hügel hochgeht, dass das alles sehr anstrengend ist. Und zum anderen ist Christine und mir leider nicht so ganz die Reparatur unseres Bootes gelungen. Wir könnten zwar ohne Luft im Boden fahren, dann können wir allerdings nur noch Mini-Stromschnellen fahren, das wäre ein bisschen ärgerlich. Und es ist sicherlich auch nicht so gut für die Befestigungspunkte von den Sitzbänken, weil dann kommt da auch mehr Druck und mehr Zug drauf, dann machen wir uns nachher noch was anderes am Boot kaputt. Und es fährt sich auch nicht so gut, deswegen werden wir nochmal versuchen, den Kleber wieder abzubekommen, neuen Kleber drauf zu machen. Ich hoffe mal, dass das beim zweiten Anlauf jetzt funktioniert. Das wäre sonst schon ziemlich nervig. Deswegen bleiben wir nochmal hier. Das bedeutet, der Tag wird wieder Lagerleben mit sich bringen, der Tag wird wieder Angeln mit sich bringen. Ja. Und er beginnt natürlich wie immer mit einem Kaffee. Ohne geht's nicht. Können wir heute auch ein bisschen wandern gehen, die Berge rauf und runter. Ja, gehen wir mal da hoch und gucken mal, wie unser Lager von da oben aussieht. Wenn wir sehr tapfer sind, dann baden wir heute mal. Es ist schon kalt. Es ist schon arschkalt, aber wir sind auch arschdreckig. Oh ja. Das war wortwörtlich. Ja, Mann. Oh, okay. Falls man es nicht erkennen kann, das ist gerade das Heck von Philipps Boot. Philipp paddelt. Man weiß nicht wohin, aber er paddelt. Und ich versuche mal zu angeln. Unser Boot ist noch in der Schiffswerft. Die beiden Herren, die fahren jetzt wieder auf die andere Seite zum Holz sammeln. Nebenbei angelt Marian auch noch ein bisschen. Und ich gehe jetzt in der Zeit mal rüber auf die andere Seite und sammle ein paar Beeren. Wieder Feuerholz suchen. Unterwegs entdeckt man aber immer wieder mal ein paar leckere Moltebeeren. Bei den Blaubeeren muss man ein bisschen aufpassen. Das hier sind jetzt Blaubeeren zum Beispiel. Und hier die mit den garstigen kleinen Blättern, die schwarzen, das sind keine Blaubeeren mehr. Und die wachsen hier die ganze Zeit vermischt
miteinander. Oh, diese kleinen Fliegen hier haben mich schon wieder entdeckt. Die überfallen mich gerade. Während wir da unten ungefähr jeder so 97 Moltebeeren gegessen haben, haben wir uns dann noch hier hochgewagt und das da entdeckt. Paradies für jeden, der Feuer machen möchte. Wir müssen uns einfach nur bedienen. Alles gut, hab's geschafft, du kannst kommen. Komm! Jetzt kommen wir ein Taxi. Taxi. Oder Drift. Spring rein. Ja, 25% sind sauber von mir, reicht das? Ja. So leck mir mal. Das ist so kalt. Fisch gibt es heute Abend keinen. Wir haben nicht sonderlich viel geangelt, muss man ehrlich zugeben. Zum einen haben wir den Tag zum Entspannen genutzt. Das war definitiv notwendig. Wir haben Feuerholz gesammelt. Die Christine hat Beeren gesammelt, die werden gleich nochmal wichtig. Dem aufmerksamen Zuschauer wird die Kulisse vielleicht auch bekannt vorgekommen sein. Wir haben unser Intro hier gedreht, das ihr ganz am Anfang des Films gesehen habt. Das ist zwar immer nur kurz, aber der Aufwand drumherum ist trotzdem immer hoch. Das hat auch einiges an Zeit gekostet und ja, vor allen Dingen wollten wir aber heute wieder Kräfte sammeln, um dann für morgen bzw. die kommenden Tage fit zu sein. Da sind auch noch mal ein paar happige Etappen dabei. Der morgige Tag startet auch schon wieder mit einer Umtragung, die nächsten beiden Stromschnellen. Bevor wir ins Boot dürfen, müssen wir es erstmal wieder tragen. Jetzt ist es aber Zeit zu essen.
Wie gesagt, ja, wir haben alle ordentlich Hunger. Die Beeren werden gleich eine wichtige Rolle spielen. Das ist Mehl, schon gemischt mit Backpulver, Zucker und Salz. Und Milchpulver. Und Milchpulver. Genau. Spätestens jetzt kann sich wahrscheinlich jeder, der schon mal in der Küche stand, schon denken, was es wird. Deswegen sage ich an dieser Stelle einmal, das ist das erste Mal, dass wir Pancakes mit Eipulver machen. Und ich bin gespannt, ob das für die nötige Konsistenz des Teiges sorgt. Machen wir die erste Runde mit Blaubeeren? Okay. Wahnsinn, wie viel du gefunden hast da. Ach, das waren noch ein paar, da waren noch so viel mehr. Boah, der Duft. Boah. Dritter Abend. Langsam sind wir alle wieder ein bisschen fitter. Kann man das richtig genießen hier. Drin wird improvisiert. Ja, schon dabei sein. Du hast gerade noch Zucker über deinen Pancake mit Ahornsirup. Montebeeren-Variante. Moltebeeren sind ja generell was Besonderes, aber ein Pancake. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, aber ich würde behaupten, Maple Syrup, also Ahornsirup und Moltebeere, das passt ja perfekt zusammen, oder? Richtig geiler Geschmack. Ist ja schon Zucker drauf gemacht. Selber schuld. Pancakes sind ja immer geil, aber dann hier draußen ist schon echt Ich lecker. glaube, ich habe noch nie Pancakes gegessen. Noch nie Pancakes? Du weißt, Ich dass glaub, Pancakes Fisch- Pfannkuchen sind, oder? Ja, diese Dinge. Aber Pancakes sind Pfannkuchen dicker. haben wir alle schon 763.000 Mal zusammen gegessen. Aber Pfannkuchen so sind dicke, anders. kleine. Der Grundgeschmack ist schon der gleiche. Die Konsistenz ist ein bisschen anders. Es ist was anderes, Punkt. Die Konsistenz ist anders. Ich sage ja nicht, dass es nichts anderes ist, aber es ist schon sehr ähnlich. Ich glaube, einmal habe ich es gegessen. Eiweißpancakes. Am besten schmecken mir die Buttermilch-Pancakes. Die haben nochmal einen ganz fluffigen Geschmack. Aber ich liebe Butter. So, Teller her. Also danach gibt es wahrscheinlich noch eine Runde. Ihr habt es gehört. Das da plus noch eine Runde gibt es noch. Wenn ich mir das so angucke, gibt es dann auch noch ein paar Beeren zum Snacken. Bisschen Holz fürs Feuer gibt es auch noch. Wir nutzen den Rest des Abends, um nochmal Kräfte zu schürfen. Für morgen. Der wird wieder umtragen. Geil. Und die nächsten Tage werden auch nochmal intensiv werden. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen noch mal ein paar schöne Lagerplätze finden. Wir werden sicherlich auch noch angeln, denn auch Fisch sollten wir noch fangen.
Ansonsten wird es dann die letzten Tage ziemlich mau mit dem Essen. Dann wird es ja bärig. Dann wird es sehr bärig, ja. In diesem Sinne. Gute Nacht. Bis morgen.